Hallo und willkommen auf unserer Sardinienreise im Juni 2023, hier Teil 2. Im ersten Teil saht ihr die Anreise bis Genua. Von da aus ging es weiter mit der Fähre an der Westküste von Korsika vorbei bis nach Sardinien, Hafen Porto Torres. Die Fährfahrt betrug 9,5 Stunden. Wir zeigen euch, wie wir mit dem E-Bike die Insel erkunden. Wie beispielsweise Alghero. Wo man noch schönere Bilder machen kann als diese hier. Wie wir von einer großen Insel auf eine wunderschöne kleine Insel übersetzen. Um an solch schönen Orten hier zu übernachten. Sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. Könnt ihr mich hier auf dem Bild sehen? Zunächst unser gekürztes Intro. Und los geht's. Hinter Stettino wollten wir erst einmal frei stehen. Die Natur hier war traumhaft. Ja, hallo, von der Fähre runter und da sind wir. Die Uli, die macht gerade Frühstück. Und da ist das Meer. Nachdem wir ausgiebig gefrühstückt hatten, entschieden wir uns dann doch weiterzufahren. Das Gelände war für unseren alten Hümer zu unwegsam. Und somit fuhren wir zu einem schönen Campingplatz in der Nähe zu Alghero. Wir hatten hier eine ruhige Nacht. Mit der Mia noch eben Gassi gehen. Und dann machen wir uns mit den Bikes in Richtung Alghero auf. Ulla hat in Algheros Kathedrale Santa Maria mit ihrem Gospelchor mal vor Jahren gesungen. Und jetzt wollte sie mir das schöne Bauwerk zeigen. Alghero ist eine der quirligsten und spannendsten Städtchen Sardiniens. Die ehemalige katalanische Enklave bezaubert mit einer pittoresken Altstadt, einem architektonischen Kulturmix und Schmuckhandwerk aus seinen weltberühmten Korallen. Alghero hat 42.500 Einwohner. Die Altstadt ist die seltenste Perle Sardiniens. Alghero Catalana wurde im Jahr 1354 gegründet. Hier unser Tagesziel. Cattedrale di Santa Maria. I've got no license left, cause I drove against red. This is how things go when I'm on the road. Drive like I'm all alone and think I run the show. Cause I got a lot to learn and to go somewhere. I need to do my prayers. I need to find out how I can give in to faith. Place my hands to pray, God will lead the way.
'cause all shit smells worse in the summer. So free when I come through the gates. Hallelujah. Schönes Gotteshaus, oder? Und hier noch ein paar Impressionen aus der Stadt. Dann ging es schon wieder zurück. Wir wollten in den knapp 14 Tagen, die wir hier zur Verfügung hatten, natürlich noch mehr von der Insel sehen. Hier unser Campingplatz. Die Mitarbeiter hier in der Rezeption Laguna Blue waren super freundlich. Wir fanden den Platz klasse und als wir da waren zu der Jahreszeit war noch nicht so viel los. Und den nächsten Tag waren wir dann schon wieder auf Achse. Ja, hallo, wir sind auf dem Weg nach Palau. Das ist, die Fähre geht da nach La Maddalena. Wir haben heute den 3. Juni 23. Richtig, ne? Ja. Hier mit oranger Weste, der hatte wohl schlecht geschlafen, der ging keinen Millimeter weg. Ich weiß nicht, was das sollte. Der konnte irgendwie nicht erkennen, dass ich auf der anderen Seite, auf der linken, die Fußgänger fast umgefahren hätte. Der Tuppes. Wie dem auch sei, hier La Maddalena. Wunderschön, kann ich euch nur empfehlen. Fantastisch. Der La Maddalena Archipel ist eine italienische Inselgruppe im Tyrrhenischen Meer, vor der Nordostküste Sardiniens. Er besteht aus etwa 62 Inseln, davon 7 größeren Inseln. Das sind La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria und Razzoli, sowie zahlreichen kleinen Inseln und gehört zur historischen Region Gallura. Die gleichnamige auf dem Archipel liegende Gemeinde, auf der wir uns jetzt gerade hier befinden, hat 10.687 Einwohner. Die Inselgruppe liegt an der Straße von Bonifacio, unmittelbar vor der Küste Sardiniens, zwischen Sardinien und Korsika. Das La Maddalena Archipel soll mit korsischen Naturschutzgebieten zu einem grenzüberschreitenden Park ausgebaut werden. Ja, und da wollten wir mal hin und fuhren in die äußerste Ecke in Richtung Korsika. Ja, da unten ist der Campingplatz. Ah, hier ist es so herrlich auf La Maddalena. Richtig überschauliche Insel. Fährst ein Stück hoch, bist schon direkt wieder auf der anderen Seite unten. Ne, ich finde die niedlich. Ja. Und das Wasser ist der Hammer. Traumhaft, ja. Campingplatz Abattoir. Über 40 Jahre verheiratet, die beiden.
Höhen und Tiefen hinter sich und zum Glück lieben wir uns immer noch. Und wir sind sehr dankbar, dass wir an so einem schönen Ort sein durften. Die wenigen Kilometer nach La Maddalena kann man mit dem E-Bike gut schaffen. Hier unser Abstecher in die Stadt. Hier was aus Wikipedia zur Stadt. Die Römer nannten die Insel Ilva, Fussa und Bucina. Nach dem Ende des Weströmischen Reiches blieb die Inselgruppe unbewohnt, bis sich dort im 12. Jahrhundert Benediktiner ansiedelten. Im Mittelalter war der Archipel unter dem Namen Bicinara bekannt, ab dem 16. Jahrhundert dann als Santa Maria Magdalena. Nachdem 1584 die Türken die Benediktinerklöster verwüsteten, blieben die Inseln wiederum verwaist. Dann im Jahr 1767 ordnete Karl Emanuel III. Von Savoyen an, die Inselgruppe militärisch zu besetzen und dort einen befestigten Marinestützpunkt anzulegen. Der ist übrigens noch bis heute da, sind wir gerade dran vorbeigefahren. Im ersten Koalitionskrieg versuchte 1793 eine französische Flotte mit Landungskräften, welche zum Teil unter dem Befehl des späteren Kaisers Napoleon Bonaparte standen, die Inseln zu erobern, was im Gefecht bei La Maddalena scheiterte. Angeführt wurden die wenigen Verteidiger von dem Unteroffizier Domenico Miller. Nach der wunderschönen Radtour wollten wir erstmal schnorcheln gehen. Da drüben, das ist nicht die Ulla. Die steht nämlich da drüben. We crossed over borders. Da drüben stehen wir mit Wohnmobil. Da wird eine Bar gerade gebaut. Und da ist wohl mit einer der schönsten Strände. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Hola. Nights without sleep. Entspannt euch bitte. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting, then came you. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. I was picking up the pieces of yesteryear's life in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain moving revelation came marching in. I thought I was what I've been
told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. Been a long time, baby. Had an old time low. Stick with me, maybe. Don't let me go. Fell out of the roller coaster, crashed out, landed on cotton candy in your arms and survived. I'm still a disaster, rock bottom and below. I'm yours for the asking. Where you go, I go. I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. Been a long time, baby. Had an old time low. Stick with me, maybe. Don't let me go. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be alright. Come, my love, my morning light. Everything's gonna be Been a long time, baby. Had an old time low. Stick with me, maybe. I love you so. Schön, oder? Noch ein paar Bilder von oben. Das ist übrigens der Campingplatz. Ihr merkt, an dem Wasser konnte ich mich gar nicht satt sehen. Die Adria, eine riesen Badewanne. Der Campingplatz. Wir waren sehr gerne hier. Die Sanitäranlagen, die gingen. Es roch schon mal ein bisschen komisch. Alles war sehr schlicht gehalten. Frischwasser würde ich mitbringen. Die betreiben hier ein hauseigenes Wasserwerk.
Wieder unterwegs, Ulla ist einkaufen, aber da ist Ulla ja wieder, Einkauf gebunkert und ab ging. Wir wollten nur mal kurz mit dem Auto rüber nach Caprera. Allein schon, weil die Zufahrt so spannend war. Aber seht selber. Caprera ist absolut naturbelassen gestaltet. Asche über unser Haupt, das ist das einzige Bild, was wir davon haben. Aber schließlich brauchten wir ja auch einen Übernachtungsplatz. Camping El Sole liegt genau zwischen Caprera und dem Städtchen La Maddalena. Als der dann hier weg war, standen wir hier eine sehr schöne, ruhige Nacht. Hier umrunde ich mit dem Bike einmal das Waschhaus. Hier ist alles sehr sauber. Die Betreiber sind super freundlich. Leider zu unserer Jahreszeit sehr viele Mücken. Nachdem wir unser Wohnmobil am Campingplatz abgestellt haben, sind wir dann nochmal mit den E-Bikes nach La Maddalena. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens einen Teil des Marinestützpunktes. Ab Ende des 18. Jahrhunderts stellte La Maddalena der Marine überproportionale viele Seeleute. Darunter unter den auf dem Archipel noch heute recht bekannten Marineoffizier Primo Langobardo. Hier eine schnelle Runde um den Fischereihafen. Ulla hatte versprochen, ein Eis auszugeben. Und da habe ich natürlich Gas gegeben. Nach dem weitgehenden Abzug des Militärs steht La Maddalena noch immer vor erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Dann ging es wieder zurück nach La Maddalena zum Fährhafen. Wir wollten ja noch einen Teil von der Hauptinsel sehen. Wir hatten hier eine traumhaft schöne Zeit. Auf Wiedersehen, La Maddalena. In der Hauptsaison verbinden bis zu 80 Autofähren pro Tag La Maddalena mit dem sardischen Festland.
Ja, bye bye. Aber auf geht's zu weiteren wunderschönen Orten in Teil 3. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ola, Mia und ich, wir freuen uns auf euch.